Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr den Shelly RGBW 2 Controller anschließen und einrichten könnt. Hallo, Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal Franz Kanz. Der Franz, der bin ich, und heute geht es wie gesagt um den Shelly Wi-Fi LED Controller. Kurz gesagt, für was ist dieser Shelly überhaupt? Nun, mit diesem Shelly kann ich zum Beispiel LED-Stripes oder auch einzelne Schwachstromspots betreiben und über mein Smart Home ansteuern. Wenn du dich für Smart Home, Bastel und Technik interessierst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du die Glocke noch dazu aktivierst, verpasst du auch garantiert kein Video mehr von mir. Und wenn dir das Video gefällt und weiterhilft, gib mir doch gerne einen Daumen hoch. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer einige Kauflinks zum Thema und, falls ihr mir mal was gönnen wollt, einen PayPal-Me-Link oder eine Amazon-Wunschliste. Als erstes machen wir mit dem Shelly mal ein kleines Unboxing und schauen nach, was so alles in der Verpackung ist. Hier haben wir jetzt so einen kleinen Kopplungsbaustein. Der ist dafür gedacht, wenn ich über einen 230 Volt Schalter zum Beispiel mit anderen Leuchten parallel diesen Shelly ein- und ausschalten möchte. Hier haben wir den Shelly selbst. Er ist wirklich überhaupt nicht groß, also ich glaube, der findet wirklich überall Platz. Und hier unten haben wir noch ein paar Anleitungen zur App und zum Anschluss, sowie auch eine Konformitätserklärung und so weiter. Hier zum Beispiel die Anleitung zum Anschluss an sämtlichste Spots und Stripes. Ich habe mir hierfür so ein LED-Set besorgt. Hier ist eigentlich alles komplett dabei. Ein Netzgerät, ein Controller mit IR-Fernbedienungsempfänger und auch eine Fernbedienung. Das heißt, ich könnte es eigentlich ja schon per Fernbedienung steuern. Ich möchte es aber wie gesagt über mein Smart Home steuern können. Darum brauche ich zum Beispiel die Fernbedienung schon einmal nicht und muss jetzt nur sehen, wie ich diesen LED-Stripe an den Shelly anschließe. Meistens kann man hier auf diesen LED-Stripes die Beschriftung sehen für die einzelnen Kontakte, also zum Beispiel plus R, G, B und W. In diesem Fall ist hier jetzt nichts zu sehen auf dem LED-Stripe, darum muss ich versuchen, irgendwie, wie ich anders an die Information komme. Das Anschlusskabel hier ist auch nicht wirklich beschriftet, dass man damit was anfangen kann. Also muss ich es noch anders versuchen und hoffe, dass hier in diesem Controller auf der Platine die Lötkontakte beschriftet sind, wie dieses Flachbandkabel hier angeschlossen ist. Ich versuche jetzt also das Gehäuse hier zu öffnen und nachzuschauen, wie die einzelnen Drähte angeschlossen sind. Das sollte hier recht einfach sein. Dieses Gehäuse ist nicht verklebt, sondern nur geklickst. Also vorsichtig öffnen, jawohl, schon ist es offen. Jetzt können wir hier die Stelle sehen, an der das Flachbandkabel auf der Platine befestigt ist. Und ja, perfekt, hier drauf steht genau, welcher Draht mit welchem Kontakt belegt ist. Jetzt könnte ich also verfolgen, welcher Pin hier am LED-Stripe wie zu belegen ist und könnte jetzt zum Beispiel einfach ein paar Drähte anlöten. Ich möchte aber hier diesen Stecker gleich verwenden und auch das Kabel. Das gibt mir gleich ein bisschen Spiel, wo ich den Shelly platzieren kann. Ich zwicke ihn also etwa hier vorne ab. So habe ich jetzt hier ungefähr 40 cm von diesem Flachbandkabel. Nach wie vor habe ich das andere Ende hier auf der Platine aufgelötet und kann so immer gleich nachschauen, falls ich es vergessen sollte, welcher Pin wie belegt ist. Als nächstes starte ich mal meinen Lötkolben. Jetzt werde ich die einzelnen Adern von diesem Flachbandkabel mal ein kleines bisschen auseinanderziehen. Und dann muss ich die einzelnen Enden kurz vorne abisolieren. Es reichen etwa 3-4 mm. Das mache ich aber auch schon mit meinem Lötkolben. Indem, dass ich einfach kurz am Ende hier den Lötkolben vorne und hinten hinhalte an jeden Draht. Und so kann ich einfach mit dem Fingernagel die Isolierung abziehen und habe dann das blanke Kupfer übrig. Jetzt sind die Adern alle abisoliert. Jetzt werde ich die Enden ein kleines bisschen verdrillen und dann auch verzinnen. Denn so feindrähtig ist es schlecht, hier in den Shelly-Klemmen das Ganze anzuklemmen.
Bei diesem Netzgerät, das ich ja auch brauche, um den Shelly bzw. den LED-Stripe zu betreiben, müsste ich jetzt hier eigentlich auch diesen Stecker abzwicken. Das könnt ihr auch machen, ihr müsst dann eben auch nur herausfinden, welcher von den beiden Adern Plus und Minus ist. Ich habe mir vor einiger Zeit allerdings einmal einen ganzen Pack von diesen Kupplungen bestellt. Dieser Stecker passt wunderbar. Also benutze ich einfach den hier, um den an dem Shelly anzuschließen. So kann ich selbst das Netzgerät immer wieder austauschen, wenn es kaputt sein sollte, ohne dass ich es am Shelly abklemmen muss. Ich werde die Drähte aber etwas kürzen, so lange brauche ich es nicht. Und auch wieder abisolieren mit meinem Lötkolben. Diese Enden werde ich jetzt auch verzinnen. Allerdings suche ich mir zuerst den Pluspol von hier und von meinem Flachbandkabel, denn die müssen zusammengelötet werden bzw. kommen in die gleiche Klemme von meinem Shelly. Also von dem Flachbandkabel ist der Draht Plus, der hier an der Seite ist und beschriftet ist, und von meinem Stecker hier natürlich der rote. Die beiden löte ich jetzt zusammen. Und jetzt geht es auch schon ans Anklemmen. Ich fange gleich mit dem Pluspol hier an. Das ist auf dem Shelly die Klemme mit der Bezeichnung DC, also Gleichspannung. Gleich daneben ist die Klemme für Ground bzw. Minus. Die nächste Klemme auf dem Shelly hat die Bezeichnung R, also für Rot. Das ist hier in meinem Flachbandkabel der Draht mit dem Plus. Die nächste Klemme ist die Klemme G für Grün. Das ist bei mir der Draht mit dem X. Die nächste Klemme B für Blau ist der mit dem durchgezogenen Strich. Und dann bleibt nur noch einer übrig, W für Weiß. Es ist so, dass hier in diesem LED-Stripe wohl separate weiße LEDs verbaut sind. Manche LED-Stripes haben auch nur die Anschlüsse für Rot, Gelb und Blau und natürlich den Pluspol. Hier habe ich auch noch einen für Weiß. Jetzt können wir auch schon den ersten Testlauf machen. Wir stecken alles zusammen. Als erstes die LED-Stripe in den dafür vorgesehenen Stecker. Natürlich aufpassen, dass wir richtig rum anstecken in diesem Fall. Dann unser Netzgerät hier am Shelly. Und die Spannung steigt. Natürlich das Netzgerät in die Steckdose. Und siehe da, wir sehen, das funktioniert schon mal. Wir können natürlich jetzt noch nichts einstellen. Das müssen wir jetzt über die App einrichten. Wenn der Shelly jetzt gut eine Minute in Betrieb ist, können wir uns unser Smartphone nehmen, gehen in die WLAN-Einstellungen und suchen in der Nähe von dem Shelly nach einem WLAN-Netzwerk. In diesem Fall heißt es Shelly RGBW 2. Damit verbinden wir uns. Wenn die Verbindung geklappt hat, wird es wahrscheinlich anzeigen ohne Internet. Das macht aber nichts. Jetzt können wir in unsere Browser-App gehen und geben ein die IP-Adresse 192.168.33.1. Das ist die Standard-IP-Adresse für neue Shellys, die noch nicht einem WLAN-Netzwerk zugeordnet sind. Wenn wir jetzt auf dieser Seite sind, können wir schon mal versuchen, ob wir den Shelly von hier aus steuern können und ob zum Beispiel auch alle Farben richtig angezeigt werden. Außerdem, ob er sich zum Beispiel ein- und ausschalten lässt. Wenn alles dann soweit funktioniert, müssen wir jetzt den Shelly in unser Heimnetzwerk integrieren. Dazu gehen wir auf der Browserseite auf Internet and Security
Und hier finden wir als erstes den Punkt Wi-Fi Mode Client. Den öffnen wir mit dem Pfeil nach unten und jetzt können wir anhaken Connect the Shelly Device to an existing Wi-Fi network. Schon öffnet sich ein Eingabefeld. Wir können leider keine vorhandenen Netzwerke suchen, so wie ich das sehe, aber den Namen von meinem Netzwerk weiß ich ja, auch das Passwort dazu. Wenn wir wollen, können wir dem Ganzen noch eine statische IP-Adresse vergeben. Das ist später sinnvoll. Ich möchte das Ganze nämlich auch noch in FEM integrieren. Jetzt lassen wir das erst einmal weg für die erste Einrichtung. Wir klicken auf Save. Jetzt bekommen wir die Mitteilung, dass unser Device versucht, sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden. Das bedeutet, dass jetzt dieses Shelly-eigene Netzwerk verschwindet und sich unser Telefon normalerweise wieder direkt mit unserem Heimnetzwerk verbinden sollte. Jetzt können wir testen, ob der Shelly in unserem Heimnetzwerk angemeldet wurde. Mein Handy ist bereits wieder zurück in meinem eigenen Heimnetzwerk. Und zwar gehen wir jetzt auf die Shelly App. Wenn das euer erstes Shelly-Gerät ist, dann müsst ihr natürlich zuerst die Shelly App herunterladen und auch einen Account kreieren. Wenn ihr euch dann komplett angemeldet und registriert habt, wird uns hier im oberen Bereich schon angezeigt Discovered Devices. Hier tippen wir einmal drauf. Hier wird uns jetzt auch schon unser Shelly RGBW 2 angezeigt. Wir sagen Click to Add, also um ihn hinzuzufügen. Jetzt können wir den Raum auswählen, den wir dem Shelly zuordnen wollen. Ich sage hier in der Werkstatt, das Ganze soll nämlich mal die Beleuchtung für meinen 3D-Drucker werden. Jetzt wählen wir ein Gerätebild, es ist natürlich eine Lampe. Wir geben dem Ganzen noch einen Gerätenamen, da sage ich einfach Licht 3D-Drucker. Und ich gehe auf Gerät speichern. Jetzt werde ich gefragt, ob ich das Gerät auch mit der Shelly Cloud verbinden möchte. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr das möchtet. Ich werde es jetzt erstmal verbinden. Und schon bekommen wir die Mitteilung, Gerät wurde erfolgreich mit der Shelly Cloud verbunden. Jetzt haben wir das Gerät hier in unserer Shelly App auch integriert. Wir können jetzt auf das Gerät tippen und mir wird auch schon gleich angezeigt, Firmware aktualisieren. Das bedeutet, es ist für meinen Shelly eine neue Firmware vorhanden. Die möchte ich natürlich gleich aktualisieren. Tippe einmal darauf. Und schon läuft das Update für meinen Shelly. Während des Updates scheinen die Lichter des Shellys hier bunt zu blinken anzufangen. Jetzt ist der Shelly angeschlossen, im Heimnetzwerk integriert und auch in die Shelly App eingebunden. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Shelly jetzt weitergeht, abonniert doch am besten meinen Kanal. Wenn ihr euch mehr für Smart Home interessiert, klickt doch mal hier auf diese Playlist. Vielleicht interessiert ihr euch aber auch für das hier. Meinen Kanal könnt ihr gerne immer noch schnell hier abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und meinen Künstlerkanal findet ihr hier auf diesem Button. Für dieses Video war es das, bis zum nächsten Mal. Servus!